Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Be a Mover Talk. Ihr wisst ja, wir reden bei Be a Mover mit Menschen, die etwas zu bewegen haben, etwas verändern wollen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute einen Gast haben, der nicht nur schwer ausgezeichnet worden ist jüngst, sondern auch etwas zu sagen hat, etwas anders macht. Ingo Scherhofer, herzlich willkommen. Hallo. Ingo, du bist Entwicklungsleiter Active Safety der Daimler Truck AG und Preisträger des Europäischen Sicherheitspreises für Nutzfahrzeuge 2023. Fangen wir mal mit dem Preis an. Wofür hast du diesen Preis bekommen? Ja, ich denke, war eine tolle Auszeichnung im letzten Jahr für fast 30 Jahre Arbeit an aktiven Sicherheitssystemen, um die Nutzfahrzeugwelt sicherer auf der Straße zu machen. Aber es ist auch ein Preis, nicht nur für mich allein, sondern für ein ganzes Team und natürlich auch für die Firma, die sozusagen diesen Weg mit uns gegangen ist und die Vision von unfallfreien Fahren Wirklichkeit werden lässt. Nun lese ich immer wieder was vom Active Brake Assist, also ein aktiver Bremsassistent in der so und so vielten Variante jetzt. Ist das der Kern der Arbeit, deiner Arbeit gewesen bisher? Ja, das war so der große Auslöser. Ich hatte in den 90er Jahren die Ehre, in Pkw sozusagen die erste Radartechnologie mitzuentwickeln, sozusagen von der Luft- und Raumfahrt auf die Straße zu bringen und dann in der S-Klasse 98 in Serie zu bringen. Und das war die Basis, dann das Ganze im Nutzfahrzeug zu erschließen. Und wir haben dann für die Nutzfahrzeuge den damaligen Protektor, der auch 2002 für den Deutschen Sicherheitspreis ausgezeichnet wurde, haben wir dann 2006 in Serie gebracht als Weltneuheiten. War so ein bisschen der Auslöser wirklich einer Technologie, die auch für PKWs etc. wegweisend war. Und die Geschichte haben wir über die letzten Jahre wirklich fortgeschrieben, angefangen. Wir haben Unfälle vermieden auf den kritischen Fall des Auffahrens auf PKWs und LKWs, haben das erweitert auf Stauende, stehende Hindernisse. 2016 haben wir das Ganze erweitert mit Reaktionen auf Fußgängern in allen Bewegungsrichtungen. Und jetzt sind wir gerade am Launch von der neuen Generation, die 6. Generation im Prinzip jetzt schon, ja, die eine sogenannte 270-Grad-Umgebungserkennung realisiert. Und damit haben wir die Geschichte wirklich kontinuierlich fortgeschrieben, um das Unfallgeschehen wirklich am Kern zu beeinflussen. Warum sind solche aktiven Bremssysteme gerade beim Lkw so wichtig? Ich nehme mal gerne immer einen Vergleich. Wenn ein Lkw 40 Tonner mit 80 km/h auf ein Stauende zufährt, dann hat es den gleichen Energieinhalt, wie wenn ein Pkw mit 400 km/h in ein Stauende fährt. Und ich glaube, das gibt einem so ein bisschen die Relation und letztendlich, das ist auch so ein bisschen unsere Vision, man muss die Unfälle wirklich vermeiden. Ja? Das heißt, auch passive Maßnahmen etc. können nur bedingt dann bei solchen hohen Energieinhalten helfen. Nun liest und hört man immer noch davon, dass es Unfälle, Stauende gibt bei Lkw. Liegt das daran, dass diese neuen Systeme noch nicht voll eingeführt sind? Oder gibt es auch Menschen, die bewusst außer Kraft setzen, wenn sie können? Wie funktioniert sowas? Das ist die gesellschaftliche Diskussion. Da müssen wir differenzieren zwischen Fahrzeugen aus dem Hause Daimler Truck und anderen. Unsere Statistik, und da arbeiten wir auch mit unserer eigenen Unfallforschung, wo wir ganz gezielt auf diese Fälle unsere Systeme optimiert haben. Wir haben 2018 eine wichtige Generation eingeführt und wir sehen in unserer Statistik deutlich, dass diese Fälle wirklich sozusagen aus dem Verkehr verschwinden. Und das macht uns auch ganz klar, dass die Systeme wirklich dort wirken, wo sie müssen. Ja. Und zum Thema Abschalten, die EU hat eine General Safety Regulation aufgelegt, die im Juli 2022 mit einer ersten Verordnung kam, wo das reine Abschalten von Systemen mit einfachen Schaltern auf dem Dashboard nicht mehr so einfach möglich ist. Wir haben das konsequent bei uns realisiert, digitalisiert und in die Menüs gepackt. Aber zum Beispiel kann der Kunde heute auch entsprechend wählen, dass die Systeme nicht mehr abschaltbar sind, ja, was ja im Anspruch auch der Gesellschaft ist, dass die Systeme eigentlich permanent aktiv sind. Ja. Aber wir legen die Systeme immer so aus, ja,
dass sie im Prinzip genau dort wirken, wo sie müssen und im Alltag unauffällig sind und auch Systeme, die das Fahren unterstützen, ja, damit der Fahrer auch ein sicheres Gefühl hat und komfortabel unterwegs ist. Und diese Kombination macht eigentlich einen guten LKW aus. Ist der Active Brake Assist jetzt in der 6. Generation so weit, dass du dich persönlich auch mal hinstellen würdest statt eines Dummies und guckst, ob das funktioniert? Das ist ein interessanter Punkt. Wenn man ein bisschen in die Archiven guckt, in 2016 haben wir zum ersten Mal die 4. Generation mit Reaktion auf Fußgängern gebracht. Ja, und damals habe ich dann mit Überzeugung sozusagen der Welt gezeigt, dass ich der Technik vertraue und habe mich selber sozusagen als Proband geopfert. Das machen wir natürlich in Realität nicht und man sollte das auch nicht nachahmen, das ist viel zu gefährlich. Ja. Aber war so ein bisschen eine Hommage an die Technik, ja, dass wir wissen, was wir können und wo wir auch darauf vertrauen. Heute ganz klar in der Vielfalt, wir setzen ganz konventionelle Dummies und Soft-Targets ein, ja, weil in Entwicklungsphasen entstehen immer wieder Unfälle und wir optimieren natürlich aus diesen Erfahrungen unsere Systeme. Aber ein schöner Punkt, wir nutzen ganz wichtig auch wirklich reale Tests mit realen Fahrzeugen, mit realen Personen und adaptieren unsere Systeme, dass sie so auch wirklich nachher im Verkehr wirken, wie der Unfall auch entsteht. Synthetik ist das eine, aber wir haben wirklich vor 10 Jahren begonnen, uns auf die realen Szenarien zu trainieren und deshalb sehen wir auch heute deutlich weniger Unfälle auf den Straßen wie noch vor 10, 20 Jahren. Nun gibt es ja eine Vielzahl von Assistenzsystemen, die in so einem LKW verbaut werden. Kommen da jetzt im Juli 2024 verpflichtend neue Systeme dazu? Ja, genau. Ich habe ja gerade die General Safety Regulation angesprochen, von der EU verordnet. Die Europäische Union hat sich auferlegt, 2030 die Anzahl der Toten im Unfallgeschehen zu reduzieren. Und das ist jetzt sozusagen ein Wellenprogramm, was 22 gestartet ist. Aber jetzt im Juli 2024 kommt nochmal ein relativ großes Paket, was für alle Nutzfahrzeuge größer 7,5 Tonnen ohne Einschränkung verordnet ist. Wenn wir mal kurz drüber gehen, was findet man alles an Verordnungen? Wir haben auf der einen Seite ein sogenanntes Blind Spot Information System. Wir nennen es gerne Abbiegeassistent, also Reaktion auf Fahrräder, Fußgänger beim Abbiegen, ein ganz kritisches Thema beim LKW, weil oft dann auch mit tödlichen Folgen. Das Ganze gibt es sozusagen auch nach vorne, da nennt man das MOIS Information Off System. Das heißt beim Losfahren, wenn ich dort Personen, Fahrräder übersehe, darauf zu warnen und zu informieren. Eingeführt wird der Aufmerksamkeitsassistent, der sozusagen das Fahrer überwacht und auch mal auf Pausen hinweist, wenn wir der Meinung sind, er kann das Fahrzeug nicht mehr ordentlich führen. Es kommt Reifendruckkontrolle standardmäßig in alle Fahrzeuge. Es wird eine Rückfahrkamera geben und es kommt die Geschwindigkeitsüberschreitungswarnung, die man auch ein bisschen von PKWs schon kennt. Genau. Interessant ist bei diesen ganzen Systemen, dass sie alle eigentlich informierend warnend sind. Und das ist das, wo wir uns ein bisschen unterscheiden, weil wir davon überzeugt sind, dass, um wirklich das Unfallgeschehen dort zu beeinflussen, wo der Mensch also einmal an seine Grenzen kommt, greifen wir halt aktiv in das Geschehen ein, in die Lenkung, in die Bremse und können damit auch wirklich vom Fahrzeug selber her Unfälle vermeiden. Und damit gehen wir immer einen Schritt deutlich weiter, wie die reinen Verordnungen es heute sozusagen verlangen. Nun ist ja beim Unfallgeschehen LKW in der Stadt mit Fußgängern und Radfahrern ist ja häufig so, dass die Fußgänger, Radfahrer auch nicht gerade darauf achten, ob da ein LKW um die Ecke fährt oder nicht. Das setzt eigentlich doch auch voraus, dass die anderen Verkehrsteilnehmer mal ein bisschen nachdenken, wenn sie mit so einem LKW zu tun haben, oder? Ja, man muss immer das gesamte Geschehen im Blick haben, ne? Es gibt viele Maßnahmen auch sozusagen, die Fußgänger und Radfahrer mit ins Boot zu nehmen. Aber letztendlich geht es um Millisekunden, die darüber entscheiden, ja, ob jetzt ein kritischer Zustand entsteht oder nicht. Und genau dort geben die Systeme unseren Fahrern einfach den richtigen Impuls zu reagieren. Und im ersten Schritt ist es immer besser, der Fahrer kann entscheiden, was jetzt gut ist, ja, weil er kann die Situation für sich einschätzen, er kennt auch seine Ladung. Wenn er aber nicht in der Lage ist, dann greifen wir auch aktiv ein und versuchen über die Bremse oder Lenkung dann auch
einen Unfall in unserem Ermessen dann zu vermeiden oder Folgen zu mindern. Es ist auch so, dass die Assistenzsysteme, die im Truck ja schon relativ weit fortgeschritten sind, du sagst ja, du machst seit 30 Jahren nichts anderes als Unfallforschung, kümmerst dich um solche Systeme, dann auch sukzessive in Abarten dann zum Pkw oder auch zu Bussen und Ähnlichen dann migrieren, sag ich mal? Genau. Ich habe meine Historie beim Pkw, ja, und wir haben letztendlich, die Technik ist wirklich Pkw-Technik, weil die Sensoren, Kamerasensoren, Radarsensoren, das ist eine Technik, die findet man in Pkws und Lkws gleichermaßen. Die Kunst war aber trotzdem, die sensorische Technik so zu nutzen, dass man die Belange eines Nutzfahrzeugs berücksichtigt. Ja. Wir haben andere Bremswege, wir haben andere dynamisches Verhalten etc. Und genau da kommt unsere Intelligenz dann letztendlich rein. Deshalb haben wir nutzfahrzeugspezifische Lösungen. Ja. Aber Sensoren findet man an allen Ecken und Enden. Und das Tolle ist, wir haben die Technik so gebaut, dass wir sie heute in aller Welt findet. Also wir reden jetzt nicht nur über Europa. Wir haben die Technik heute genauso bei unseren Kollegen in Nordamerika im Einsatz. Wir haben sie in allen Reisebussen, Stadtbussen angepasst auf ihre Notwendigkeiten. Ja. Nur ein Beispiel, hier müssen wir auf die Insassen achten im Bus. Ja. Man kann nicht einfach mal geschwind sozusagen kritisch bremsen etc. Dann hat vielleicht der stehende Passagier im Bus ein Problem. Also wir haben wirklich Lösungen gemacht, die alles einschließt, aber am Ende immer im Fokus, dass ich eigentlich einen Unfall möglichst vermeiden kann oder den Fahrer ertüchtige, dass er das selber in den Griff bekommt. Gibt es Unfallgeschehen, wo ihr heute noch sagt, schwer lösbar? Gibt es so komplexe Unfallsituationen, wo man eigentlich mit System dann doch nichts ausrichten kann? Ja, klar. Also wenn man sich die Unfallstatistik anguckt, also wir haben natürlich geschaut, wo sind die Schwerpunkte, ja? Angefangen vom Auffahrunfall, vom Abkommen von der Straße. Das sind eigentlich die großen Themen, die wir adressiert haben und die wir auch statistisch jetzt wirklich signifikant sehen, die von der Straße verschwinden. Aber gehen wir mal in einen Kreuzungsverkehr, innenstädtischen Verkehr, da findet man relativ komplexe Situationen. Viele Verkehrsteilnehmer, auch in Verbindung mit der Infrastruktur, manchmal schwer Dinge einzusehen. Man hat einfach eine späte Sicht auf kritische Themen. Die Kreuzung ist eine Challenge, ja, da braucht es technisch schon gute Lösungen, aber da sind wir auch schon dran, die ersten Schritte dafür zu gehen. Wie siehst du denn eigentlich solche Versuche, autonom zu fahren mit Trucks? Wir üben ja mit unserer Tochterfirma Torc in den USA Hub-to-Hub-Verkehr, autonomes Fahren auf den Highways. Das scheint auf den ersten Blick relativ einfach zu sein, gerade Strecken autonom zu fahren. Es ist offensichtlich immer noch kritisch, wenn es vom Hub dann erstmal auf den Highway geht. Und da kommen plötzlich Situationen, die nicht programmierbar sind. Ein Skateboardfahrer auf dem Highway oder ein Puma, der aus den Bergen kommt und plötzlich auf der Straße steht. Aber wie siehst du so die Möglichkeit des autonomen Fahrens? Ist das was für LKWs auf sagen wir mal, einer Autobahn, aber nicht in der Innenstadt? Ich denke, wir haben da relativ viel vorbereitet. Man braucht gute sensorische Technik, man muss mehr erkennen, wie Fahrzeuge heute in Serie. Wir setzen dafür auch ganz andere neue Technologien ein. In Summe sind dann über 20 Sensoren sozusagen, die dann versuchen, die Situation auf der Autobahn abzugrenzen. Hochaufgelöste Karten dienen sozusagen als Fahrstrecke. Und dritter wichtigster Punkt, wir brauchen sehr viel Daten, die wir übrigens auch in unseren Serienanwendungen machen. Das heißt, wir digitalisieren eigentlich die Welt, ja, und testen dann sozusagen virtuell und versuchen sozusagen genau all diese Situationen zu extrahieren. Weil beim autonomen Fahren haben wir keinen Fahrer mehr an Bord, der reagiert. Das ist jetzt für unsere Systeme ein Serienunterschied. Wir wollen den Fahrer auch immer in erster Instanz ertüchtigen, einen Unfall zu vermeiden. Beim autonomen Fahren haben wir da keine Reserve. Somit muss das 100%ig sitzen. Aber wir haben die Sensoren, wir haben die Daten, wir haben die Technik dazu. Und wir brauchen jetzt noch ein bisschen Zeit, dass wir das wirklich so robust absichern, dass wir wissen, okay, die Strecke von A nach B auf dieser Autobahn haben wir 100%ig im Griff. Aber der Weg ist geebnet, das wird kommen. Nun gibt es ja in Europa diesen Begriff Vision Zero, also null tödliche Unfälle, übersetze ich mal.
Ist das realistisch, dass man da fast hinkommt? Ich meine, es wird immer Ausreißer geben, aber dass man in die Richtung kommt, dass man eben weitgehend das Unfallgeschehen, schwere Unfälle, tödliche Unfälle vermeiden kann. Ja. Ja, das ist ja unser Anspruch. Ja. Also unser Anspruch, ein gesellschaftlicher Anspruch, ganz klar. Die Europäische Union versucht natürlich auch mit Maßnahmen, Direct Vision heißt im Prinzip, dass sich die Sicht aus der Kabine, aus dem Fahrerhaus heraus, dem Fahrer etwas ermöglicht, das direkte Umfeld besser zu erkennen. Wir kennen das, Blindzonen sozusagen um den Fahrzeug herum, die schlecht einsehbar sind. Aber dort sind genau eigentlich unsere heutigen Systeme aktiv, ja, die 270 Grad ums Fahrzeug herum. Alles überwachen, auch dort, wo der Fahrer keinen Einblick hat. Ja. Und es ist genau die Chance, die Information dem Fahrer zu geben, die er vielleicht jetzt gar nicht im Bewusstsein hat oder nicht die Aufmerksamkeit hat. Ich muss jetzt sozusagen rechts aus dem Fenster schauen oder wir haben jetzt eine kritische Situation links vorne vor der Front. Ja. Und da geben wir ihm sozusagen genau die Richtung, wo ist jetzt ein kritisches Thema, damit ein Unfall letztendlich nicht entsteht. Wenn er das noch besser einsehen kann, dann hat er natürlich in Summe ein besseres Gefühl und kann dann auch für sich noch ein bisschen besser entscheiden. Ich denke, die Kombination ist richtig. Holt ihr euch eigentlich Rat von Profis, die also jahrelang fahren? Sind die sozusagen für euch ein Speicher und sagen, das und das und das, da ist das Problem aufgetreten, könnt ihr mir da helfen oder können wir dafür sorgen, dass sowas nicht mehr passiert? Genau. Nee, ganz, ganz wichtiges Thema. Also in einer Entwicklungsphase haben wir jetzt zum Beispiel über 6 Millionen Kilometer Realdaten auf allen Straßen dieser Welt gesammelt. Und für uns ist immer wichtig, die Systeme und Softwarelösungen wirklich an Kundenhand zu geben, wie sie auch wirklich nachher im realen Einsatz fahren. Wenn wir ehrlich sind, ne, wir Ingenieure etc., wir sind etwas entspannter unterwegs. Wir müssen ja auch keinen Auftrag erfüllen. Ja. Demnach ist es ganz wichtig, wirklich die Daten aufzuzeichnen, wie ein Fahrzeug nachher sein Business fährt. Und das ist für uns dann wieder die Basis, unsere Systeme dahingehend zu ertüchtigen. Und dann brauchen wir den O-Ton vom Fahrer. Ja. Wie fühlt es sich an? Ist das für dich akzeptabel? Hat der Eingriff das gebracht, um dich zu unterstützen, einen Unfall zu vermeiden. Ja. Und diese Kombination bringt uns genau zum Punkt maximale Performance im LKW und maximale Akzeptanz unserer Kunden und Fahrer. Verändert sich eigentlich eure Arbeit durch die unterschiedlichen Antriebssysteme, die wir zukünftig haben? Wir haben ja wahrscheinlich Brennstoffzelle auf der einen Seite und Batterie auf der anderen Seite. Verändert das was bei eurer Arbeit? Das ist eigentlich das Schöne, ja. Also, dass wir unsere Technologien eigentlich mit jedem Antriebskonzept kombinieren können. Ist ein Stück weit, wenn man so will, absolut kompatibel, haben wenig Einflüsse. Natürlich, der elektrifizierte Antriebsstrang hat bei Regel- und Komfortsystemen ein paar Aspekte, die muss man ein bisschen abstimmen, ja. Aber am Ende, einen Unfall wollen wir in allen Fahrzeugen vermeiden. Und da ist es eigentlich unterm Strich egal, ob ich jetzt über Wasserstoff, elektrisch oder konventionell angetrieben unterwegs bin. Das ist das Schöne, ja. Also man wird unsere Sicherheitstechnik in allen Fahrzeugen gleichermaßen finden. Und das ist übrigens auch nochmal ein gutes Stichwort. Jetzt mit dem aktuellen Product Launch werden wir alle Fahrzeuge ertüchtigen, auch kleinere und mittlere Segmente, die im Prinzip gleiche Technik bekommen, die wir typischerweise so ein bisschen aus dem Heavy-Duty-Segment kennen. Und damit haben wir einfach eine durchgängige Sicherheitstechnik in allen Fahrzeugklassen. Und das gab es wirklich noch nie. Ja. Ich sag mal, vom kleinen Canter über den Artego bis zu einem Aroc-Bausteller, gleichermaßen in einem Setra-Bus. Ja. Und das Ganze finden wir nachher beim Cascadia in den USA und überall in der Welt wieder. Also Sicherheit für alle, ganz wichtig. Kann man sagen, Führungsanspruch bei Daimler Truck für Sicherheit? Also ich glaube, das dürfen wir durchaus behaupten und ich glaube, dafür sind wir auch mitunter ausgezeichnet worden, ja, weil wir einfach schon sehr lange in dieses Thema kontinuierlich investieren. Ja. Wir waren immer Vorreiter. Ja.
Wir haben das erste Notbremssystem wirklich erfunden, ja. Also man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, ja. Und das hat vieles enabled, ja. Vielleicht noch ein bisschen aus der Tasche geplaudert, ja, wo ich vom PKW zu Nutzfahrzeug gewechselt bin. Da waren wir 2 Mann, wo wir sozusagen in der Sicherheitstechnik gestartet sind. Ja. Wenn ich heute angucke, welche Hundertschaften von Leuten sich mit diesem Thema beschäftigen, sowohl bei uns, aber auch bei unseren Partnern, bei unseren Zulieferern, mit denen wir echt tolle Lösungen bauen. Das macht uns schon ein bisschen stolz und dadurch, dass wir immer eigene Lösungen forcieren, sind unsere Gedanken in unseren Autos drin, so wie wir das brauchen, wo wir davon überzeugt sind. Ich glaube, das ist unsere Vorreiterrolle, die wir auch gerne einnehmen. Ganz zum Schluss, hast du noch ein Ziel, das du auf jeden Fall erreichen möchtest in den nächsten Jahren? Hast du ja noch ein bisschen was vor dir. Das ist eigentlich das Schöne. Also das war auch bei der Verleihung von dem Sicherheitspreis auch ein bisschen ungewöhnlich. Oftmals wird man ausgezeichnet, wenn man sich schon im Ruhestand befindet etc. Und ich sag mal, Kenn ich. Ich glaube, wir haben noch echt viel vor. Und ich glaube, man spürt es bei mir, dass wir jetzt einen Schritt gemacht haben. Wir wollen aber die Vision vom unfallfreien Fahren einfach verwirklichen. Wir werden kontinuierlich daran arbeiten. Ja. Ich kann jetzt noch nicht so viel verraten, aber wir haben schon ganz tolle Gedanken, wie wir die nächsten Schritte bald auf die Straße bringen. Und da freue ich mich einfach schon riesig drauf. Nicht nur ich, mit einem mega globalen Team zusammen. Alle sind mit Feuer dabei, diese Geschichte weiterzuschreiben. Gut, dann drücke ich mal die Daumen, dass das alles klappt. Das war für mich hochinteressant. Danke dafür, für die vielen Informationen, für das Gespräch. Das war der BeMover Talk mit Ingo Scherhofer. Wir wünschen dir für die zukünftige Arbeit alles Gute. Danke dir. Vielen Dank. Tschüss und bis zum nächsten Mal.